Ich damit beginnen. Sonnen- und Mondfinsternisse sind seit jeher besondere Ereignisse am Himmelszelt. Und auch wenn wir heute wissen, dass sie uns nicht den Weltuntergang bringen, so werden wir trotzdem auch von diesen Energien beeinflusst. Abgesehen davon, dass sie einfach ganz besondere und auch schöne Ereignisse sind. Doch was passiert eigentlich bei einer Sonnen- oder Mondfinsternis? Du kannst es dir so vorstellen. Die Sonne, der Mond und die Erde sind ein Trio im Weltraum, bei dem jeder seinen eigenen Tanz vollführt, aber alle miteinander verbunden sind. Dabei dreht sich die Erde um ihre eigene Achse, was unseren Tag- und Nachtzyklus erzeugt. Gleichzeitig dreht sie sich um die Sonne, was unser Jahr ausmacht. Wir könnten sagen, die Sonne ist wie ein riesiges Lagerfeuer im Zentrum und die Erde tanzt im Kreis herum, immer darauf ausgerichtet, um dieses Feuer herumzukommen. Das dauert etwa 365 Tage, also ein ganzes Jahr. Der Mond hingegen, unser natürlicher Satellit, tanzt um die Erde herum. Diese Runde, die er um die Erde zieht, dauert etwa 27 bis 28 Tage. Das ist es, was wir als Monatszyklus betrachten, wobei der Mond durch seine verschiedenen Phasen geht, vom Neumond zum Vollmond und wieder zurück. Das heißt also, die Erde dreht sich um die Sonne und der Mond dreht sich um die Erde. Es ist wie ein kosmisches Ballett, bei dem die Sonne der Hauptakteur im Zentrum ist, die Erde in einer mittleren Rolle um sie herum tanzt und der Mond wiederum sich um die Erde dreht. Und ganz wie bei einem Ballettstück bilden dabei die einzelnen Akteure unterschiedliche Figuren. Und so kommt es in unregelmäßigen Abständen vor, dass sich die zwei Tänzer mit dem Hauptakteur, der Sonne, genau in einer Linie befinden. Tanzt sich der Mond zwischen die Sonne und unsere Erde, dann sieht es für uns so aus, als ob ein riesiger Ballon ein Teil oder sogar alles Licht der Sonne verschluckt. Und obwohl es Tag ist, wird es für eine kurze Zeit fast wieder Nacht. Bei einer partiellen Sonnenfinsternis sieht es für uns auf der Erde so aus, als ob ein riesiges Ungeheuer einfach ein Stück aus der Sonne herausgebissen hätte. Bei der totalen Sonnenfinsternis verschluckt dieses ballonförmige Ungeheuer die Sonne ganz und gar. Und bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis ist der Schlund des Ungeheuers nicht groß genug. Und dadurch geht es in Flammen auf. Bei diesem Ereignis wird es bei uns auf der Erde sogar noch dunkler als bei einer totalen Sonnenfinsternis. Dabei entsteht ein riesiger Flammenring um den Mond und es sieht so aus, als ob der Mond in Flammen stände. Und das nennt man dann eine ringförmige Sonnenfinsternis. Zwei dieser kraftvollen Ereignisse finden in diesem Jahr statt. Eine totale und eine ringförmige Sonnenfinsternis. Tanzt sich unsere Mutter Erde zwischen die Sonne und den Mond, dann verschluckt sie das gesamte Licht von der Sonne und wirft ihren lieblichen Schatten auf den Mond. Bewegt sie sich dabei anmutig und perfekt zwischen Sonne und Mond, wird das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre gebrochen und wie durch ein Prisma auf den Mond umgeleitet. Und es sieht so aus, als ob der Mond sich rot verfärben würde. Und wir nennen es dann nicht nur eine totale Mondfinsternis, sondern auch einen Blutmond. Und in diesem Jahr entstehen in unserem himmlischen Ballett gleich 5 dieser besonderen Konstellationen. Der erste Akt wird in der Vollmondnacht vom 24. auf den 25. März mit einer Halbschattenmondfinsternis aufgeführt. Und der zweite Akt folgt schon am 8. April mit einer totalen Sonnenfinsternis. In den nächsten 3 Akten erleben wir dieses Jahr noch eine ringförmige Sonnenfinsternis sowie eine partielle und eine fast totale Mondfinsternis.
Hattest du auch schon mal das Vergnügen, Zeuge einer totalen Mondfinsternis geworden zu sein? Der Mond steigt aus seinem warmen Bettchen und erscheint am Himmelszelt. Während es für uns immer dunkler wird, zieht er seine bekannte Bahn am Himmel und steht dort voll und rund in seiner ganzen Pracht da. Auf einmal wird er zuerst fast unmerklich, doch dann immer stärker dunkler, so als ob jemand ganz langsam den Mond hinter einem riesigen Vorhang verstecken würde. Ist der Vorhang ganz geschlossen, ist die Vorstellung nicht zu Ende, sondern gerade an ihrem Höhepunkt angelangt. Denn dann sehen wir unseren Mond anstatt wie üblich in einem hellen weißen Licht auf einmal in rotes Licht getaucht. Und während unsere Mutter Erde weiter tanzt, zieht sie den Vorhang ganz langsam wieder auf. Das rote Licht verblasst und am Ende strahlt der Mond wieder genauso hell und rund wie zu Beginn. Als ich dieses Schauspiel zum ersten Mal gesehen habe, war ich zutiefst beeindruckt und ich erinnere mich, dass ich damals gedacht habe, wow, ich bin gerade innerhalb einer Nacht Zeugin eines ganzen Mondzykluses geworden. Eine Finsternis ist aus rein astronomischer Sicht schon spektakulär. Betrachten wir sie dazu noch aus spiritueller Sicht, können wir uns auf eine wirklich tiefgreifende Reise begeben. Während diesem kosmischen Balletttanz werden unsere Energien aufgewirbelt. Darum ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir diese Energien und deren Auswirkungen oft schon lange vor dem eigentlichen Ereignis, ab circa einem Monat vorher und oft auch genauso lange danach spüren können. Wenn sich zwei Finsternisse innerhalb diesem Zeitraum treffen, wird es spannend. Doch darauf gehe ich dann im nächsten Video ein. Heute wollen wir uns mit der Mondfinsternis beschäftigen. Aus spiritueller Sicht steht die Sonne für die heilige männliche, also aktive Energie und die Ideen. Und der Mond für die heilige weibliche Energie, die Emotionen, die Hingabe, das Empfangen und die Liebe. Vereinigen sich diese beiden Tänzer in ihrem himmlischen Tanz in Form einer kompletten Mondfinsternis, zeigt sich das in unserem Leben immer in Form von Umbrüchen. Etwas Neues entsteht. Das kann sich in für uns Kleinigkeiten zeigen oder auch größere Dimensionen annehmen.